Leben auf einem Tiny House auf dem Wasser, auf einer Yacht lebst du. Ja, dich kenne ich ja schon. Hallo Willi. Hallo Sven. Du hast mir nebenbei erzählt, ihr lebt jetzt auf so einer Yacht. Die ist ja nicht gerade groß, sie ist auch nicht klein. Langt das denn für 2 Personen oder habt ihr euch lieb? Ja, also wir wohnen jetzt 2 Wochen auf so einem Boot. Ist erstmal vorübergehend und das ist größer, wie du das von außen meinst. Also wirst du ja gleich sehen, wenn wir reingehen. Es ist genug Platz für 2 auf jeden Fall. Wackelt das nicht zu sehr? Nö, ist schön, wenn es ab und zu mal ein bisschen wackelt, aber es wackelt im Hafen sowieso kaum. So, und da drin hast du wie viele Schlafzimmer? Dann 2, oder? 2 mit Doppelbetten und dann ist da noch ein kleines Zimmer dabei mit 2 kleinen Betten, so Notbetten. Genau, also theoretisch mit 6 Personen. Viele Leute wollen sich ja verkleinern. Kannst dir vorstellen, also wenn du gerade jetzt ein kleines bisschen älter bist und du willst mobil sein, du willst mal in dem einen Hafen, in dem anderen Hafen, das ist schon cool, oder? Das ist perfekt. Dafür ist das perfekt, genau. So, und wenn du mal kurz beschreibst, da links unten drunter, unter diesem Mast, der da ist die Schlafkoje oder ist sie hinten? Da ist eine und unterm Achterdeck ist auch eine. Ist auch eine. Ja. So, das Achterdeck ist hinten. Ja. Ach, das ist hinten, gell? Genau. Steuerbord ist rechts, das weiß ich schon. Und das Backbord ist links. So, genau. Viel habe ich gelernt. Und in der Mitte hast du einen Wohnraum. Sollen wir uns das Ganze mal angucken? Genau, gehen wir mal rein. Ja, bis gleich. Willkommen in deinem Reich. Ja, hier geht es so ein kleines bisschen runter. Ich zeig's mal, hier ist eine Treppe mit dabei. Und das Ganze sieht aus wie Holz, wie Echtholz. Und ich habe eine Überraschung. Es ist Echtholz, oder? Genau. So, und da habt ihr euch ja richtig toll eingerichtet. Hi. Hallo Lydia. Hi Sven. Ihr lebt auf dem Boot. Hättest du das jemals dir träumen lassen? Nö. Warum nicht? Aber es ist echt ein Traum. Also Boote war für uns schon immer ein Highlight. Aber hier mal drauf zu wohnen und hier mal ein Büro zu haben, ist schon mega. Wenn du rausguckst, du hast ja eine tolle Rundumsicht. Jetzt regnet es ja ein bisschen, das spielt keine Rolle. Hast du genug Platz, um dir aus dem Weg zu gehen? So Absolut. Warte, ich setze mich mal hier hin. Also hier ist eine Rundsitzgruppe mit drin. Dann gucken wir uns gleich mal, machen wir eine schöne Tour hier. Das ist hier ein Stahlschiff, was ihr fahrt. Das hat schon seinen Preis, aber es ist billiger, als wie man denkt. Also ich glaube, so gebraucht kosten die so 200.000, 300.000 Euro. So in etwa. Ungefähr. Ja. Die kann man auch chartern. Das heißt, man kann diese Schiffe chartern. Bedeutet, man mietet die für eine Zeit. Was sind so typische Zeiten bei der Miete für einen Charter hier? 2 Wochen? März, eine Woche, ja. Woche 2, manche sogar 4 Wochen. 4 Wochen. Aha. Jetzt hast du ja einen großen Hausstand als Frau. Gehabt. Aha. Hast du ein paar Sachen verkauft? Ja, man muss sich lösen von vielem, ja. Von was? Klamotten, Möbel, Schuhe. Männer? Nein, die nicht. Kinder sind schon aus dem Haus und dann fällt es schon einfacher. Wie viele Kinder hast du? 3. 3? Nee, echt? Ja, und 3 Enkelkinder. 3 Enkelkinder. Ich krieg jetzt das 3. Ja, hey. Der 3. Enkelkind. Cool. So, und das 3 Kinder, dann Schuhe. Wie viele Schuhe hast du weg? Das sage ich lieber nicht. 20? Bestimmt. Aber auch noch 20, 30, 40. So, aber so Duschen und Hygiene ist wie zu Hause, oder? Vom Wasser? Ja, super. Wir haben hier 2 Duschen, wir haben 2 Toiletten, können wir sogar gleichzeitig benutzen. Schon das ist gut. so. Der Platz zum Föhnen und Schminken, ist das hell genug? Ja. Geht. Reicht. Aber hier so, der Raum hier ist ja schon ordentlich, oder? Ja, mega. Großes Salon nennt man in diesem Bereich, wo wir hier wohnen, kochen, essen und da sind die Schlafräume, gehen wir gleich mal gucken. So, was ich cool finde, dass du die Sitzgruppen getrennt hast. Das heißt, du hast ja hier eine Sitzgruppe. Hier bei dem weiß ich, weil wir mal einen Film über das Schiff gemacht hatten, über so ein ähnliches, das hier ist auch ein Bett. Man kann, glaube ich, in 0, nix musst du jetzt nicht machen, hier ein Bett rausbauen. Genau. Aber dadurch, dass du ja 2 verschiedene Bereiche hast, wo du auch sitzen kannst, kannst du hier frühstücken und kannst hier arbeiten und kannst alles aufgebaut lassen. Genau. Ja. Mega. Schaut man noch viel Fernsehen dann, wenn man hier am Boot ist? Nö. Habt ihr vorher viel Fernsehen geguckt? Nö. Nee, auch nicht. YouTube-Kanal. YouTube. Wie funktioniert es hier mit der Heizung? Hier ist jetzt mollig warm drin. Wie wird hier geheizt? Hier ist eine Warmluftheizung, die schaltet mal ein. Eine Diesel, oder? Eine Diesel, genau, der zieht den. Riecht mal gar nicht. Also es riecht überhaupt nicht nach Schiff hier drin.
Du kennst ja diesen typischen Schiffsgeruch, wenn du auf dem Fahrgastschiff bist. Genau. Da riecht es immer so ein bisschen nach Schiff. Aber hier gar nicht. Das ist eure Küche? Genau. Spülmaschine habt ihr? Nee. Nein? Die sitzt da, die Spülmaschine. Boah! Bist du ein Showi? Was hast du gerade gesagt? Nein, ich spüle auch. Du hast gesagt, die Spülmaschine sitzt da. Oh, das musst du zurücknehmen. Nee, war nur ein Witz. War nur ein Aber Witz. die versteht das. Ja. Wir necken uns gerne. So, das ist natürlich gut, dass du das hier abtropfen kannst. Da hast du ein großes Spülbecken. Ihr kocht mit Gas, oder? Genau, mit Gas, normal. Okay, Gas. Hier ist der Kühlschrank. Zeig mal, was drin ist. Eier habt ihr schon mal ganz viele. Aus Holland 2. Was ist 2? Ist das Bodenhaltung? Guck mal gerade, 18.04. Mindestbehaltbarkeit. Jetzt habt ihr da Griecher Joghurt. Sie lacht sich tot. Mein Gott, ihr ernährt euch ja nicht so gesund. Hier normale Cola, überall Zucker. Guck mal, wir haben hier Zitrone, Ingwer, also noch gesünder geht's ja gar nicht. Ja, die Zitrone Ingwer ist wahrscheinlich für die Drinks, die ihr abends. Ja, für Cocktail. So, und dann habt ihr griechischen Joghurt mit drin. Mal kurz mal gucken. Ist das hier für Frühstück? Oder was ihr drin habt in den Tupper? Ja, genau. Was gibt's da morgens? Was nehmt ihr? Sülze. Uah. Tomaten. Ist oben ein Eis? Nee, Eis war was nicht drin. Aber ihr habt's irgendwie mit Holland. Hier, die Butter ist aus Holland. Ja, So, Schöffenhofer Weizenmehl ist alkoholfrei. Brot ist ja auch aus Holland. Ich zeige euch mal ein kleines Detail. Weil- Die kriegt sich nicht schnell. Wieso lachst du denn so? Du kennst meine legendären Kühlschranktouren nicht, oder? Hätte ich das gewusst, hätte ich das rausgeholt. Weißt du, wie viele Leute schon Zeug gekauft haben, weil ich das in Kühlschränken gezeigt habe? Komm, ich zeig das mal hier. Also hier ist Lithos. Das ist Nativenöl. Und darf auch nicht fehlen hier Ferrero von Nestlé. Nutella, das Original. Boah, ey, seid ihr schon mal hier, ist schon Glas schon angefangen. Ich zeig das mal. Ja, habt ihr noch eins? In petto. Guck mal, sie kriegt sich gar nicht mehr ein hier. Cut. So, also ihr seid ganz normale Leute, sehe ich schon. So, was haben wir noch hier? Nee, das ist spannend. Sag mal hier, ihr macht den Kaffee wirklich mit Filter hier, oder wie? Ja, natürlich. Warum? Das schmeckt uns am besten. Und es knallt gut, oder? Ja, Morgens. Je nachdem, wie stark du ihn machst. Gut. So, Fernseher habt ihr auch. Das ist der 24 Zoll. Ich glaube, viel mehr brauchst du hier nicht, denn... Sag mal, ihr seid schon, wie lange seid ihr zusammen? Darf ich das fragen? Lydia nicht? Ja. Über 30 Jahre. 30 Jahre. Verheiratet, zusammen noch länger. Bis gleich 36 Jahre oder so. Und die Kids habt ihr zusammen, die 3 gehabt? Ja, genau. Sind eure Kinder? Sind unsere Kinder. Ja, heutzutage muss man ja fragen. Ja, nee, sind unsere. Unser- Waren auch immer schon zusammen und noch nie jemand irgendwie anders Und du bist gewesen. oder und du bist dreifacher Opa. Ja. Siehst aber aus wie, als wärst du der Vater. Also, Dankeschön. Lydia auch. Gibt's da einen Trick, wie man sich so jung hält? Weiß nicht, einen Trick nicht. Nee, wir haben da eine gewisse Grundlage, auch im Glauben. Wir glauben einfach an was Größeres, das was gibt und nehmen uns nicht so ernst und vertrauen dem einfach. Und vielleicht das, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe viele Leute, die glauben, die auch im Reisemobil unterwegs sind. Die haben praktisch einen ganz starken Punkt, einen Anker, wo sie sich festhalten. Genau, das ist bei uns auch. Auch so. Kirche, geht ihr oft in die Kirche noch? Oder? Ja, wir gehen schon in die Freikirche, ja, Okay, wenn cool. es möglich ist. So, ich zeig das mal. Da ist die Lydia. Ja, begeisternd. Warte mal, hier ist Essigreiniger. So, komm, wir zeigen mal das Wichtigste von hier. Ihr seid Alkoholiker, so ein bisschen, oder? Guck mal gerade, ein Whisky ist noch hier. So, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist wirklich... Nee, also keine Alkoholiker. So, das will ich mal hier betonen. Genau. Das hier ist Schlafbereich, das hier ist quasi die VIP-Cabin. Das weiß ich nämlich von der Boot in Düsseldorf. Alles, was so eckmäßig zuläuft, die ist jetzt nicht in Betrieb, oder? Nee, wir schlafen am 8er im Schlafzimmer, 8er Deck. Gucken wir gleich mal. So, hier könnte aber dennoch, wenn ihr Besuch habt von den Kindern... Genau. Hier könnten 2 Personen schlafen. Hier sind Schränke. Von hier aus geht es auch direkt ins Bad. Darf ich mal reingucken in so einen Kleiderschrank? Mal sehen, wie groß der ist. So, ein paar Sachen hat die Lydia aufgehangen. Rechts nicht gucken. Nee, da machen wir nicht auf. Achso, sind da die Spielzeuge. Unerwähnt. Gut.
Bad ist hier? Ja. Guck mal, das ist jetzt nicht. So, und das heißt, das hier sieht aus wie das Bad von der Lydia oder ist es deins? Mit dem Lydia. Haarspray? Lydia. So, Zahnbürste, was haben wir denn da? Die billige. Ja. Das Original habt ihr nicht gekauft, oder? Oral-B von Braun, aber die eine, das ist so eine Schwingbürste. Ja, ich meine, wenn es funktioniert. Also ich habe halt die Philips, die Original. Ah, ja, ist klar. Ist klar. Ihr könnt auch waschen? Ja. Waschmaschine? Komm hier, Da. zeig ich gleich. Hier ist Dusche? die Dusche und hier ist auch Nee. die Waschmaschine. Ihr habt die Waschmaschine in der Dusche. Genau. Plus Trockner. Das Trockner natürlich. Die geht gut, die Waschmaschine? Wie Frag meine normal? Frau. Frag meine Frau. Ich habe sie noch nicht benutzt. Duschen ist aber wie zu Hause. Das heißt, Ja, absolut, klar. ist Frischwasser- Warmwasser, du hast Warmwasserboiler, 60 Liter. Den schaltest du ein und dann speichert der das den ganzen Tag. was ist hier? Da ist auch nochmal so wie so ein kleines Kinderzimmer. Wie, eine Kabine? Noch eine? Ja. Krass. Das ist aber jetzt echt für Kinder, oder? Oder Ja, da genau. könnte man als kurzer Kann Erwachsener auch als Erwachsener, wenn es einer mag. so Kleiderschrank. Natürlich auch. Notausstieg hast du überall, oder? Ja, ist eher ein Fenster als ein Notausstieg. So. Hier links, was hier? Das war die Dusche. War die Da Dusche. waren wir eben. Da waren wir eben. So. Jetzt kommt das Spannende, das Spielzimmer. Ganz genau. Das hier. Boah, gut, dass ich Bescheid gesagt habe, Lydia. Schön aufgeräumt. Schön aufgeräumt. Boah, das sieht ja aus wie im Hotel, Lydia. Ja. Sogar die Gardinchen, die sind hier ordentlich gezuppelt. Jetzt kann ich aber ein bisschen punkten, das habe ich gemacht. Hast du gemacht. Ja. Und da ist euer Bad. Da ist mein Bad oder unser Bad, ja. Ihr habt noch ein Auto, oder? Ja, Das heißt, ihr seid mobil. genau. Hier um die Ecke ist die Dusche. Boah, das ist aber schon... Das ist ja jetzt nicht nagelneu, das Boot. Ich nehme an, das ist Baujahr 6, 8 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich... Das finde ich so toll an diesen Yachten, diese zeitlose Optik, oder? Dass Ja. du so Genau. nicht jedem Trend hinterherläufst. So das braune Holz ist ja bei Wohnmobilen total out. Aber hier bei Yachten Passt. passt. Total. Immer. Ja, immer, genau. Guck mal, hier ist dein... Sag mal, du hast ja aufgeräumt wie im Katalog hier. Ja, ich bin schon eher ordentlich, das stimmt. Das war nicht nur für das Video. Kleiderschrank, darf ich mal reingucken? Ja. Das ist alles, was du noch hast. Mehr habe ich nicht. T-Shirts noch ein paar mehr, oder? Ja, da unten sind ein paar. Ihr wascht viel. Genau. Gut. So, jetzt habe ich ein paar Fragen an Lydia. Die freut sich schon. Die freut sich. Darunter ist übrigens der Motor. Fahren tut das Ganze ja auch. Ihr habt den Führerschein gemacht vor kurzem. Ja, Erzähl mal, wie war das? anstrengend. Warum? Sie haben online Binnen- und See gemacht. Und dann machst du erstmal 4 Tage die Theorieschulung. Und dann musst du büffeln. Und dann fährst du erstmal zur Theorieprüfung. Und dann fährst du zur Praxis. Übung, genau, praktischen Übung. Und dann machst du noch die Und wohin fahrt ihr Praxis. jetzt zur Praxis? nach Koblenz-Gülz sind wir gefahren. Ja. Und da haben wir auch die Prüfung gemacht. Und bestanden? Ah ja, Ist das schwer, die Prüfung? Oder? das Büffeln. Ja. Büffeln. Jetzt ist ja führerscheinfrei. Ich fahre ja führerscheinfrei. Die lassen mich. Und wenn man da so einen Kurs gemacht hat, sagt man dann, ist das gefährlich führerscheinfrei? Weil du erfährst ja unglaublich viel, was du wissen musst, was die anderen nicht wissen. Ja, das stimmt. Also man ist schon sicherer mit einem Führerschein. Aber ich muss sagen, das Hausboot, das lässt sich wirklich so einfach fahren, dass du da gar nicht so viel Grundkenntnisse brauchst. Ja, es hat nämlich einen Seitenstrahlruder. Hast du hier auch, oder? Bei dem hier, glaube ich. Ja. Ja, ist auch drin. So, dann die Frage aller Fragen. Wo ist Backbord? Links. Links. Gut, hat ein bisschen gedauert, aber das ist ja nicht so wichtig. Hier Simrad, das sehe ich immer öfter. Was ist das hier für ein Ding? Das ist ein Funkgerät, oder? Distress? Ich sag jetzt ja. Nee, ist ein... Keine Ahnung. Doch, sieht aus wie ein Funkgerät. Kanal 16,
könnte ein Funkgerät sein. So, das ist. Ja, erstmal vielen Dank euch beiden. Wir gehen jetzt mal Gerne. rüber zum Hausboot, denn wir leben ja auf dem Hausboot jetzt mal eine Woche. Ihr habt euch jetzt mal noch kein praktisch Ende gesetzt hier oder werdet ihr irgendwo hinziehen? Weil das Leben hier auf dem Wasser ist doch schon schön, oder? Ja, also das können wir uns auch gut vorstellen, dass wir irgendwann hier auch so ein Häuschen auf dem Wasser bekommen. Das Hausboot ist mehr wie ein Haus, also von der Optik her, also wie so ein Tiny House. Genau, genau. Hier hast du die klare Anordnung, aber ist auch schön, da ist viel Platz. Man geht sich Genau. nicht auf den Geist. Nee. Hat beides seins. Nee, wir gehen uns nicht auf den Geist. Wir können 24/7. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Oh, Über die Gemeinde? Oder? ja, über die Gemeinde. Erzähl mal. Naja, da war ich 9 und er 11, da fand ich den schon cool. Aber er mich noch nicht, weil ich so jung war. Ist ja immer in den Gemeinden sonntags ist ja auch Spielen, ist Ringelpiez mit Anfassen, also da wird auch, nein, ich war ja auch in der evangelischen Gemeinde war ich. Aha. Und da war immer nachmittags und praktisch nach dem Gottesdienst waren immer Spiele, da kommt man mit anderen Kindern und so weiter. Kaffeekuchen war da, das war bei euch auch so. Auch in der Woche, wo dann die Teenies zusammenkamen, Okay. die Jugend dann später. Und, Ja gut, da wart ihr 9, mit 9 hast du wahrscheinlich noch keine Gefühle für ihn entdeckt, oder? Na, so diese kindlichen Gefühle. Kindlichen schon. Klar. Da war ich 15, er 17, dann sind wir zusammengekommen. Echt? Ja? Und Oh. seitdem zusammen. 15 und 17. Ja? Da hast du auch einen guten Fang gemacht, würde ich sagen. absolut. Gebe ich nicht mehr her. Jetzt nicht mehr her. Komm, wir gehen mal rüber. Ich stell keine Fragen mehr. So, vielleicht kurzer Hinweis, was macht ihr hier? Ihr seid jetzt beruflich tätig für Joylife Boats und hier für Linsen Charter, richtig? Genau, ja. Also wir nehmen die ganzen Buchungen an, wir organisieren, dass es schön sauber ist, weisen unsere Gäste ein und ja, das ist so im Groben unsere Aufgabe. Gut, okay. Und ihr habt, wie viele Boote habt ihr in der Charter? Ungefähr. 20? 11 Linsen und 5 Hausboote. 5 Hausboote. Das heißt, da hast du immer zu tun, oder? Absolut. Absolut. So, dann vielen Dank erstmal. Wir gehen mal rüber. Tschüss, Lydia. Wir sehen uns ja Ciao, bestimmt Sven. noch. Ja. Und heute übrigens der Teil mit der Schleuse ist online gegangen. Hast du schon geguckt? Nee, noch nicht. Lass mal gucken. Ciao. Ciao.